Ich teste mal ganz kurz die neue Sorte. Für alle Leute, die Holy noch nicht kennen. Das ist eine gesündere Energy-Drink-Alternative zum herkömmlichen Energy-Drinks wie Monster oder Red Bull. Ohne Zucker, ohne künstliche Zusätze oder irgendein Bullshit drin. Die haben ein patentiertes System, dass ihr nicht so wie bei den herkömmlichen Zuckerschüben ein hohes Hoch habt und dann sehr tief abfällt wieder. Das Koffein gleichmäßig ausgeschüttet. Und das hier ist die neueste Sorte. Die haben mir die Jungs und Mädels von Holy zugeschickt. Die Sorte kommt am Mittwoch raus, also für alle Leute, die auf Cache stehen. Das Ding ist auch noch nicht geöffnet. Oh. Da knallt dir aber die Kirsche ins Gesicht hier, Junge. Wie immer ist auf jeden Fall der Shaker am Start. 500 Milliliter Wasser mit Eiswürfel. Und ich persönlich bevorzuge es immer ein bisschen stärker. Ich bin aber auch stark abhängig. Ja. Normalerweise nehmt ihr immer so einen gestrichenen Löffel. Ja, ich habe jetzt da einen kleinen Hügel drauf. Ich will mir jetzt den Geschmack auch nicht zu sehr verderben, weil umso mehr ihr reinmacht, umso süßer wird das Ganze auch, aber auch umso intensiver. Ja, so. Gesundheit, mein Lieber. Das hier, ich riech das hier. Und dann schön shaken, ja? Das kennt ihr vielleicht auch, so diese Handbewegung so von anderen Aktivitäten unter der Bettdecke oder so. Ich würde behaupten, du siehst sehr geübt aus. Gottlos. Ah, das schmeckt mal nach Kirsche. Mm. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist endlich wieder soweit. Meine Lieblingszeit, beziehungsweise meine zweitlieblingszeit in Shakes and Fidget ist angebrochen. Und zwar die Halloweenszeit, wo die Stadtansicht schön im dichten Nebel gehüllt ist. Neben der Winterzeit, wo so überall schön alles mit Schnee bedeckt ist und noch so einzelne Flocken so über die Stadtansicht so runterrieseln, muss ich sagen, finde ich das wirklich sehr, sehr schön. Und ich plädiere nach wie vor immer noch darauf, dass es unbedingt mehr solcher Wetterphänomene es geben sollte in Shakes and Fidget. Zur Herbstzeit könnte sich alles so ein bisschen bunter färben und dann fallen überall so ein paar Blätter runter, so hier von den Bäumen vielleicht. Ne? Zur Sommerzeit, da kann vielleicht so ein bisschen, was weiß ich, können die Blumen blühen, so die Sonne kann scheinen. Ja, also da ein bisschen mehr Individualität wäre schon echt nice. Wir haben diese Nebel- und Winterzeit, nur 2 kurze Male im Jahr, so ein bisschen Abwechslung. Und da auf jeden Fall wäre ich stark dafür, da noch ein bisschen mehr Würze in die ganze Angelegenheit reinzubringen. Wie seht ihr das? Habt ihr da vielleicht auch Vorschläge oder sowas für? Schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall ein großer Verfechter von. Und denn wir haben das Halloween-Event. Und zum Halloween-Event ist hier einiges aufgelistet. Und zwar von heute, von Freitag bis Montag, bis zum 31. 5 Tage komplette Eskalation, was die Events angeht. Und ich habe auch schon 1, 2 Nachrichten bekommen, weil wir haben ja auch wieder 20% Aktion, die mir wieder Bilder geschickt haben. Vielen lieben Dank dafür, die dann über meinen Code aufladen. Ist natürlich jetzt auch eine perfekte Zeit. 20% mehr Pilze beim Pilzdealer. Und da könnt ihr natürlich sehr gerne auch wieder über den Webshop hier zugreifen, euch so Pilze oder Sanduhren, geht auch, aber würde ich euch dann eher zur Sanduhren-Aktion empfehlen, haben wir jetzt gerade nicht. Euch shoppen hier und dann halt einfach den Code dort eingeben und dann supportet ihr mich dadurch mehr kostenfrei mit. Kostet euch nichts und ob man es jetzt nur einen Playa in den Nacken wirft oder ich finanziere zumindest noch ein paar Giveaways davon oder halt eben wie eben gerade kürzlich das Turnier und nach wie vor werden auch immer noch von den Einnahmen Spenden zurückgelegt, die dann Ende des Jahres auch komplett übergeben werden an die Tiernotrettung hier bei mir in der Nähe und da folgt natürlich auch nochmal ein Video zu und deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall für jeden, der da supportet und ich bin da auf jeden Fall sehr stolz drauf, dass wir mit diesen Sachen, die uns Playa halt zur Verfügung stellt, durch diesen Creator Code wirklich was Gutes machen können und halt eben so ein bisschen auch was zurückgeben können, so auf jeden Fall. Ne? Aber genug
rumgesülzt hier, ne? Wir gehen rein ins Halloween-Event und ja, ich werde auf jeden Fall auf EU7 nochmal richtig schön Gas geben, was so Pushen und so angeht, denn ja, wir haben ja auch unter anderem ein Epic-Event und da ist natürlich die Kauf- bzw. die Drop-Rate natürlich erhöht, hier Epics zu finden. Brauche ich auf meinen Main jetzt nun nicht, aber auf jeden Fall werde ich das auf EU7 noch ein bisschen nutzen. Aber wir haben dafür Hexen-Event und das können wir dann schon doch nochmal ein bisschen auskosten hier, sag ich mal. Ich habe mir schön viele Items, so wie sich das gehört, gelagert und um halt eben ja, davon jetzt maximal profitieren zu können, weil natürlich die ganzen Eventsarten auch schon vorher angekündigt worden sind und ich habe mich dann auch schon darauf eingestellt. Deswegen habe ich jetzt keine bestimmte Sorte an Item gesammelt, sondern habe hier alles einfach so kunterbunt zusammengesammelt, weil ich sowieso alles verkaufen kann. Hatte ich noch irgendwas an meinem Begleiter hier angelegt? Nee. Siehst du, hier hätte man noch ein paar Slots belegen können mit Items. Dann hätte man die jetzt auch noch verkaufen können zusätzlich. Ne? Obwohl ich sagen muss, ja, die Epics könnte ich auch verkaufen für einen doppelten Wert, weil Ressourcen habe ich noch und nöcher, sag ich mal, um, wenn ich auf Stufe 700 bin, alles direkt instant auf 20 zu ziehen. Das wird so ein heftiger Damage und ja, Ausdauer, Stat-Push generell werden. Das wird unglaublich und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn das eines Tages denn soweit sein sollte. Warum wird das jetzt auf einmal hier so dunkel draußen? Ja, das ist, muss ja mal ein Licht aufgehen hier so, ne? Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das eines Tages soweit ist. Und ja, ich hatte mir jetzt nur noch die Items aufbewahrt, falls mal irgendwie noch eine Quest sein sollte. Also eigentlich sind die noch von früher, als hier noch die Daily Quest war, wo man dann halt einen Epic in die Toilette schmeißen musste. Jetzt haben wir ja den Gauger Goblin und jetzt kann man ein Epic in die Toilette schmeißen. Muss es aber nicht, weil man hat eben auch noch anderweitige Optionen. Man kann da halt eben so sich drum herum schlängeln, sodass man jetzt eigentlich gar nicht mehr ein Epic in die Toilette schmeißen muss, um halt die Quest zu erfüllen, weil man halt alles andere noch dadurch abdecken kann. Ne? Und das werden wir jetzt auch mal versuchen. Wir werden mal unser Daily Stuff noch machen. Ich hatte hier jetzt nämlich noch nichts großartig weiter erledigt, außer meine Abenteuerlust zu klicken. So, dann gucken wir hier nochmal. Zack, in die Unterwelt nochmal rein. Und Würfelspieler können wir auch noch nehmen. Ich habe zwar schon mehr als genug Kristalle, aber ich muss sagen, wenn Event ist und ja, okay. Und wenn dann sowas kommt hier wie so ein Vierer-Pasch, das muss ich natürlich annehmen. Also ich habe zwar wirklich, ich weiß nicht mehr wohin damit. Ich könnte höchstens, was ich machen kann, wenn ich auf Stufe 700 mein neues Equipment habe und dann alles auf 20 ziehen will, jedes einzelne Item. Dann habe ich immer noch was über, dann könnte ich höchstens meine Begleiter damit noch ausrüsten und meine Begleiter Items verbessern. Aber das bringt mir halt nur im Dungeon was und ja, okay. Also das ist jetzt nicht unbedingt was ich priorisiere. So, jetzt aber Obacht, hoffen wir mal drauf, dass wir auch den 5er-Pasch bekommen. Ja, das wird nämlich ordentlich scheppern. Ich weiß gar nicht, ich glaube 58.000 oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir gucken mal einfach, ne? Wir hoffen mal. So, Rolltreppen. Jetzt aber mal die Rolltreppen jetzt hier. Oh, das... Wir beruhigen uns. Live im Video. Nicht 58, aber 53.000. Holy shit. Ey, das würde ich mir mal wirklich wünschen, dass das mal mit Gold passiert. Also mit Kristallen ist mir das öfter schon passiert, live im Video. Aber Gold zum Gold-Event, da werde ich immer der hier. Ja, da bekomme ich im Glücksrad immer nichts, da bekomme ich beim Würfelspieler immer nichts. Ja, aber mit den Ressourcen werde ich immer voll geschissen. Ja, obwohl ich mir so sehr mal wünschen würde, dass ich mal einen 5er-Pasch Gold zum Gold-Event würfel, weil dann hat man da, ja, 500 Millionen. So, auf meiner Stufe. Aber ich beschwere mich nicht. 53.000 Kristalle nehmen wir auf jeden Fall mit. Das schmeckt ordentlich. Holy shit. Also, was wir hier an Ressourcen haben, das ist ja wirklich absolut krank. Ja, so, also generell gehe ich jetzt hier auf der Stufe eigentlich nur noch
auf Gold eigentlich, weil alles andere für mich jetzt nicht wirklich viel mehr Sinn ergibt. Wie gesagt, Ressourcen habe ich noch und nöcher. Mit Seelen kann ich nichts mehr anfangen. Holz kann ich nichts anfangen. Sanduhren kaufe ich mir zum Sanduhren steht Kopf-Event im Shop. Würde ich euch auch empfehlen, abseits davon nicht irgendwie großartig für Sanduhren gehen. Das lohnt sich jetzt nicht so. Ja, bei solchen Sachen, da nehme ich es halt mit. So, da kann man das machen. Aber ja. Ey, aber ich bin sehr zufrieden, weil wir haben hier gut reingelackt auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen Pot finden hier, weil ich habe hier kaum noch irgendwie Zeit auf den Pots drauf. Ich mag das immer nicht, die so in die Unendlichkeit zu stacken. Ich habe die lieber immer so ein bisschen, ja, dass die in ein paar Tagen auslaufen. Ich weiß nicht, ob das noch aus meiner alten Free-to-Play-Vergangenheit irgendwie stammt. Ne? Rückwirkend noch so, keine Ahnung. Aber das ist so ein Ding bei mir hier irgendwie. Okay, dann gucken wir mal in die Arena rein, dass wir hier noch schnell unsere 10 Kämpfe zusammenkriegen. Dann haben wir die nächste Aufgabe erledigt. Was wir noch machen können, ist zum Beispiel in der Unterwelt unsere 5 Kämpfe noch machen. Kann ich euch auch immer empfehlen, weil das ist auch eine Free-Glocke, sag ich mal. Ne? Auch wenn es jetzt einen nichts mehr bringt, so großartig, ne? Kann man trotzdem hier 5-mal die Helden anlocken. Ne? Da kann man auch ruhig verlieren, das geht nur darum, die halt anzulocken, so. Ne? Und dann haben wir hier schon die nächste Glocke. So, zack, haben wir das fertig, nächste Aufgabe erfüllt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir nicht mehr viel offen. Wir können Epic in die Toilette, dann sind wir instant durch. Wir können aber auch, was haben wir noch für Optionen? 5-mal Gegenstände beim Schmied ist nicht gut, weil das kostet alles Gold. Ja, das ist im Prinzip eigentlich genau das gleiche. Das wollen wir auch nicht. Wir können Badenkämpfe machen, dann sind wir erst bei 12. Dann brauchen wir noch ein Gegenstand in die Toilette. Also für mich sieht es hier so bald so aus, als ob es das Sinnvollste ist, jetzt gerade in der Situation, einfach ein Epic in die Toilette zu schmeißen hier. Ja, weiß nicht. Das Ding hier, das können wir auf jeden Fall noch zerlegen. Weil das können wir nicht durchspülen. Machen wir einfach. Ja. Ressourcen, wie gesagt, brauche ich zwar jetzt nicht mehr, aber für die Aufgabe nehmen wir das jetzt auf jeden Fall mit. So haben wir das. Weil, gut, bis ich auf meinen alten Server hier Baden getroffen habe, dauert das Ewigkeiten. Und wie gesagt, dann hätte uns trotzdem noch eine Glocke gefehlt bis zur letzten Kiste. Und deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal mit. So, zack, hätten wir eh noch irgendwas anderes machen müssen. Und damit sind wir für heute soweit erstmal schon durch auf dem Server. Ja, der erste Tag des Hexen-Events auf jeden Fall. Und ja, läuft sehr gut. Wir haben beim Würfelspieler gut reingelackt. Ja, das war es erstmal soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch super schöne Event-Tage. Ne? Von heute bis Montag ist schon verdammt viel. Und das war's soweit von mir. Wir hören uns, sehen uns die nächsten Tage auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen auf EU7, ein bisschen Epic-Event spielen, ein bisschen pushen auf jeden Fall noch die Tage. Also da könnt ihr euch auch auf ein schönes Epic-Event-Video noch einstellen. Das kommt auf jeden Fall noch. Aber das war's erstmal soweit für heute. Alles ist gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.